In der modernen Gesellschaft erscheint Wasser als unerschöpfliche Ressource, die fließt, sobald wir den Wasserhahn aufdrehen. Doch bei einem echten schwarzen Schwan-Ereignis, Netzwerkzusammenbruch, Cyberangriff oder einer schweren Naturkatastrophe wird Wasser entweder zu unserer wichtigsten Waffe oder zu unserer größten Schwäche. Die in früheren Videos erwähnten Substanzen Aktivkohle, Alaun, Zeolit, Chlor und Kaliumpermanganat bilden ein gutes Grundgerüst. Doch um in der Champions League mitzuspielen, müssen wir diese wichtigen Akteure ins Spiel bringen. Schritt 1: Unsichtbare Gefahren und molekulare Filtration. Herkömmliche Filter fangen Sand und Schlamm auf. Doch was ist mit Schwermetallen, Pestiziden oder radioaktivem Niederschlag? Wir haben Zeolit erwähnt, aber tatsächlich handelt es sich dabei um Klinoptilolith. Bei Verdacht auf ein radioaktives Leck oder Schwermetalle, Blei, Quecksilber, Arsen im Wasser hilft ein gewöhnlicher Stein nicht weiter. Die Aktivierung von Zeolit in leicht gesalzenem Wasser vor der Verwendung erhöht seine Ionenaustauschkapazität. Diese Substanz gehört zu den wenigen Strukturen, die radioaktives Cäsium und Strontium in Wasser wie ein Magnet binden. Deshalb wurden in Tschernobyl und Fukushima tonnenweise Zeolite eingesetzt, die Superhelden-Variante der Aktivkohle. Knochenkohle, Aktivkohle, Holzkohle ist hervorragend, hat aber eine Schwäche: Fluorid. Holzkohle kann das dem Leitungswasser zugesetzte oder mit Industrieabfällen vermischte Fluorid nicht binden. Knochenkohle, gewonnen durch Verbrennen von Tierknochen unter anaeroben Bedingungen, filtert Fluorid und radioaktive Partikel im Wasser deutlich effektiver als Holzkohle. Für eine umfassende Filtration sollte das Kohlebett mit 20% Knochenkohle angereichert werden. Stufe 2: Der Höhepunkt der biologischen Zerstörung und Oxidation, Kaliumpermanganat, ist zwar wirksam, aber schwer zu kontrollieren. Hier sind einige professionellere Alternativen: Chlordioxid, Calciumhypochlorid, klassisches Chlor, verleiht dem Wasser den berüchtigten Poolgeschmack und kann, was noch wichtiger ist, in Verbindung mit organischen Stoffen im Wasser krebserregende Substanzen wie Trihalomethane bilden. Chlordioxid wirkt wie ein Desinfektionsmittel in Gasform. Es kann sogar hartnäckige Zysten wie Cryptosporidium und Giardia, die mit klassischem Chlor nicht bekämpft werden können, innerhalb von Sekunden abtöten. Sein größter Vorteil: Es beeinträchtigt den Wassergeschmack nicht und ist weniger pH-empfindlich als klassisches Chlor. Chlordioxid in Pulverform im Erste-Hilfe-Kasten zu haben, ist ein Vorteil für professionelle Anwender. Nun zu einer Substanz mit einem komplizierten Namen, aber großer Wirkung: Natriumdichlorisocyanid, NaDCC. Der Name mag kompliziert klingen, aber diese Substanz wird heute tatsächlich von Militäreinheiten und der NATO in Wasserreinigungstabletten verwendet. Warum? Klassische Chlortabletten ziehen mit der Zeit Feuchtigkeit aus der Luft und verlieren dadurch ihre Wirksamkeit. NaDCC hingegen ist extrem stabil. Selbst nach 5 Jahren sterilisiert es ihr Wasser beim Öffnen der Packung noch genauso effektiv wie am ersten Tag. NaDCC-Tabletten anstelle von Kalk für die Wasserversorgung im Haushalt zu wählen, ist logistisch ein genialer Schachzug. Stufe 3: Das geheime Labor der Natur. Reinigung ohne Substanzen. Die Logistik ist unterbrochen, die Materialien sind aufgebraucht. Dann greifen wir auf die Geheimnisse der alten Welt zurück. Moringa oleifera, pflanzliches Alaun. Wie klärt man trübes Wasser, wenn das Alaun ausgeht? Die Antwort liegt in den Samen des Wunderbaums Moringa. Werden Moringasamen zerstoßen und mit Wasser vermischt, wirken die positiv geladenen Proteine im Inneren der Samen wie ein Magnet und binden 90–99% der negativ geladenen Verunreinigungen und Bakterien im Wasser am Boden. Dies ist nicht nur ein Fällungsmittel, sondern auch eine wahre antibakterielle Bombe. SODIS 2.0, UVA und thermische Synergie.
Es reicht nicht, die Flasche einfach in die Sonne zu stellen. Wenn Sie die Hälfte der Flasche schwarz anmalen oder sie auf eine schwarze Metallplatte, zum Beispiel eine Motorhaube oder ein Dachblech, stellen, steigt die Wassertemperatur auf 50 bis 60 Grad Celsius. Dann verstärken die UVA-Strahlen der Sonne den pasteurisierenden Effekt. Diese Synergie tötet Mikroben 3-mal schneller ab als die herkömmliche Sonnenmethode. Schritt 4: Der Schutz des Wassers und die richtige Lagerungsstrategie. Sie haben das Wasser gereinigt, aber ist das alles? Nein. Hier passieren die meisten Fehler. Wiederverunreinigung. Der oligodynamische Effekt von Silber. Das frühere Einwerfen von Silbermünzen ins Wasser war kein Aberglaube, sondern fortgeschrittene Chemie. Silberionen zerstören die Zellwände von Bakterien. Eine reine Silberplatte oder silberimprägnierte Keramik im Behälter, in dem Sie das gereinigte Wasser aufbewahren, verhindert das erneute Wachstum von Algen und Bakterien, Biofilmbildung. Silberwasser reinigt nicht, es schützt. Dies ist ein wichtiges Wissen für ein langes Leben im Schutzraum. Die Rückkehr von Kupferbehältern. Kupfer ist eines der stärksten bekannten antimikrobiellen Metalle. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die überwiegende Mehrheit der Cholera- und E. coli-Bakterien in Wasser, das 8 Stunden lang in einem Kupferbehälter aufbewahrt wird, abstirbt. Wenn Sie keine Chemikalien zur Hand haben, bietet Kupfer als Aufbewahrungsbehälter eine passive Wasserreinigung. Phase 5: Kritische Parameter und Grauzonen. Die heimtückischen Details, über die Ihnen beim Aufbereiten niemand Bescheid gibt. pH-Wertmanagement. Chlor wirkt nicht, wenn das Wasser zu alkalisch ist. Alaun fällt nicht aus, wenn das Wasser zu sauer ist. Sie müssen den pH-Wert durch Probieren oder mit Lackmuspapier überprüfen. Falls nötig, sollten Sie wissen, wie Sie den pH-Wert mit Eichenasche erhöhen oder mit Fruchtsäuren senken können. Trübungsfalle: Chlor in trübes Wasser zu geben, ist, als würde man auf einen Soldaten mit kugelsicherer Weste schießen. Trübstoffe, Schlampartikel, wirken wie eine Art Schutzschild für Mikroben. Chlor trifft zwar auf die Partikel, aber die dahinterliegenden Mikroben überleben. Daher ist die Regel: erst klären, dann abtöten, unerlässlich. Luftoxidation, Brunneneffekt. Durch das Umfüllen des Wassers von einem Behälter in einen anderen werden gelöste schädliche Gase wie Schwefelwasserstoff entfernt und der Geschmack des Wassers revitalisiert. Abgestandenes Wasser wird durch den Kontakt mit Sauerstoff trinkbar. Zusammenfassung: professionelles Vorgehen. Die empfohlene Reihenfolge im Notfall ist mechanische Vorfilterung, das Wasser durch ein T-Shirt oder einen Sandfilter leiten, entfernt groben Schmutz. Koagulation, Flockung, das Wasser mit Alaun oder Moringa ausfällen, klärt das Wasser. Adsorption, langsam durch ein Aktivkohle- und Zeolithbett leiten, entfernt Chemikalien und Schwermetalle. Oxidation, Mikroorganismen mit Chlordioxid oder NADCC abtöten, beseitigt die biologische Gefahr. Stabilisierung, in einem Silber- oder Kupferbehälter aufbewahren, hält das Wasser frisch. Dieses Video zeigt Ihnen nicht nur, was Sie kaufen sollten, sondern auch, wie Sie wie ein Überlebensexperte denken. Denken Sie daran, der teuerste Filter ist der, dessen Funktionsweise Sie nicht verstehen. Wenn Sie Ihre Ausrüstung wie ein Orchesterdirigent einsetzen, kann selbst das schmutzigste Sumpfwasser zu einer Lebensquelle für Sie werden. 6. Chitosan, die unsichtbare Schere in Muschelschalen. Wenn Sie in einem Küstengebiet leben oder noch blutstillende Mittel, zum Beispiel Celox, aus einem alten Erste-Hilfe-Kasten übrig haben, besitzen Sie eines der wirksamsten Wasserreinigungsmittel der Welt. So funktioniert es. Chitosan, gewonnen aus den Schalen von Tieren wie Garnelen und Krabben, ist ein positiv geladenes Polymer. Gibt man eine sehr kleine Menge Chitosan zu trübem oder schwermetallhaltigem Wasser, verklumpt es alle Schadstoffe und lässt sie sich als Gel am Boden absetzen. Es klärt nicht nur das Wasser, sondern bindet auch Öle und bestimmte Giftstoffe. 7. Die Schmutzdecke im Biosandfilter. Jeder installiert Sandfilter, aber kaum jemand weiß,
wie man die sogenannte Schmutzdecke richtig handhabt. Das Geheimnis: Das Wasser ist am ersten Tag nach der Installation des Sandfilters nicht trinkbar. Mit der Zeit bildet sich auf dem Sand im Filter eine gelartige Bakterienschicht, Biofilm. Diese guten Bakterien bilden eine biologische Barriere, indem sie schädliche Krankheitserreger im Wasser abbauen. Ein erfahrener Wassertechniker weiß, dass nicht der Sand selbst, sondern die lebende Bakterienschicht darüber das Wasser reinigt. Spülen Sie den Filter niemals mit Druckwasser durch, um diese Schicht nicht zu zerstören. Sie ist Ihr Schutzschild. 8. Fortgeschrittene Feldchemie, Strahlenschutz und Chemikalienschutz. Die Beziehung zwischen Kaliumjodid und Wasser. Im Falle eines radioaktiven Unfalls schluckt jeder Jodtabletten. Doch was ist mit radioaktivem Jod im Wasser? Grundsätzlich gilt: Bei Verdacht auf radioaktives Jod im Wasser sollten Sie Aktivkohle und anschließend Ionenaustauscherharz hinzufügen, bevor Sie es reinigen. Am wichtigsten ist jedoch die Destillation. Radioaktive Substanzen sind nicht flüchtig. Sie verdunsten mit dem Wasser und bleiben im Behälter zurück. Destillation ist in einem nuklearen Notfall unerlässlich. Elektrokoagulation, elektrische Reinigung ohne Batterien. Mit einer 9-Volt-Batterie oder einem alten Akku lässt sich Wasser ohne Chemikalien reinigen. Anwendung: 2 Aluminium- oder Eisenplatten in Wasser tauchen und Strom anlegen. Der Strom setzt Metallionen von den Platten frei, die den Schmutz im Wasser wie ein Magnet anziehen. Innerhalb weniger Minuten bildet sich eine Schaumschicht an der Wasseroberfläche und der Boden glänzt kristallklar. Dies ist eine für den Alltag geeignete Variante der in Industrieanlagen angewandten Methode. 9. Wasserrevitalisierung, magnetische und mechanische Revitalisierung. Gereinigtes Wasser ist oft totes Wasser. Es schmeckt fade und ist sauerstoffarm. Bei längerem Aufenthalt kann dies zu Verdauungsproblemen führen. Wirbelbildung. Durch die Erzeugung eines starken Strudels beim Umfüllen von Wasser von einem Behälter in einen anderen wird Kohlendioxid aus dem Wasser entfernt und Sauerstoff aus der Luft gebunden. Dies optimiert den pH-Wert des Wassers leicht und verleiht ihm einen frischen Geschmack. Remineralisierung. Gereinigtes Wasser kann dem Körper Mineralien entziehen. Die Zugabe eines kleinen Stücks sauberen Marmors oder einer Prise Steinsalz zum Wasser hilft, das osmotische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und langfristig Osteoporose vorzubeugen. 10. Die entscheidende graue Mann-Strategie. Unsichtbare Reinigung. Der Rauch, wenn Sie ein Feuer entzünden, oder der starke Chlorgeruch, der bei der Wasserreinigung entsteht, kann Ihren Standort verraten. Die Methode der lautlosen Reinigung funktioniert so: Wenn Sie sich verstecken müssen, dürfen Sie kein Feuer entzünden. In diesem Fall sollten Sie UVC-LED-Panels oder solarbetriebene Ozongeneratoren verwenden. Ozon desinfiziert 3000 Mal schneller als Chlor und hinterlässt keinen Geruch oder Geschmack. Ozongereinigtes Wasser sieht von außen wie normales Wasser aus, ist aber tatsächlich so sauber wie in einem Operationssaal. Zusammenfassung: Die ultimative strategische Perspektive. Mein Freund, jede Methode hier ist ein Werkzeug, aber das wichtigste Werkzeug ist Ihr Verstand. Vertrauen Sie nicht Ihren Sinnen. Wasser mag gut riechen, kann aber Cyanid enthalten. Messen Sie. Ein TDS-Messgerät, Gesamtmengen gelöster Feststoffe, ist der leichteste und wichtigste Lebensretter, den Sie in Ihrer Tasche mit sich führen können. Mehrere Backups. Verlassen Sie sich nicht auf eine einzige Methode. Bauen Sie eine Kette wie diese auf: Sand plus Aktivkohle plus UV-Licht plus Silber. Selbst wenn ein Glied bricht, sichern die anderen ihr Überleben. Diese Information verwandelt das, was ein Normalbürger als Trinkwasser bezeichnet, in eine Lobby- und Logistikoperation. Denken Sie daran, in einer Krise ist Wasser nicht nur ein Getränk, sondern Ihr wichtigstes strategisches Gut. Unterbrechen Sie die Kette nicht, bauen Sie Ihr System auf und bleiben Sie bereit. Der Kommissar hat die heutige Mission abgeschlossen. Wir sehen uns bei der nächsten Operation.